ist Freitagabend. Ich bin mittlerweile in Houston und da muss ich sagen, Houston ist, was das angeht, einfach nur eine geniale Stadt. Ich habe gerade gesehen, auf dem Weg dahin ein gemachter Mustang mit Drag Radials, Skinny vorne, also bedeutet dieser ganz schmale Reifen vorne auf die Straße auf dem Weg hierher. Wir haben jetzt 72 Fahrenheit, ich weiß es nicht, steht es da unten, genauso viel ist das, ist 20 vor 8 abends und ja, ich fahre jetzt auf diese kleine Rennstrecke, es ist eine 8-mal Rennstrecke, erkennen kann, ja, ein bisschen schmutzige Scheibe vorne. Ja, stehe hier zum Reinkommen, wird das schon ein cooler Abend sein, einfach ein paar Autos sehen, ein bisschen ballern, ja, welcome to Texas. Ja, hier gibt es nicht nur eine 8-mal Rennstrecke, aber so ein Mini-Oval, was eigentlich total geil ist. Einfach nur cool. So Leute, wenn man hierher kommt zum Rennfahren, man hat hier immer ein Häuschen mit Essen, da gibt es so wie technische Abnahme. Manchmal muss man einen Sticker bekommen, damit man fahren darf. Muss man einfach nur kurz reinfahren, die gucken die minimale Sachen. Das ist kein Rennabend, das ist nur reine Test and Tune. Und man kann hier auch übrigens deine NOS-Flaschen auffüllen oder Rennsprit kaufen. Ne? Heute ist so, dass ein Bekannter von mir hier aus Houston, der Mike, der ist schon 60 plus und fährt immer noch Rennen. Eigentlich müsste er gerne am Sonntag fahren. Er kommt heute nur vorbei, um seine NOS-Flaschen zum Auffüllen. So, der Mike ist angekommen. So wird die NOS-Flaschen transportiert. Schön kalt werden, damit dann man mehr reinbekommt. Ist ein Kuda. So, ein Corn Dog ist das. $7. Aber hey, das Rennstreckenleben, das ist mega lecker, ich liebe das. Ich esse jetzt auf. Okay Leute, noch etwas. Bevor ich jetzt nach Houston geflogen bin, ich war ja in Chicago. Und in Chicago ist AMS Performance. Ich war da besuchen und die waren super nett. Da habe ich auch ein riesen Tor, die ganze Tür durch die neue Halle gebracht, wo die ganzen Rennautos sind. Ich konnte alle Autos sehen. Es war wirklich mega geil. Die waren super nett, haben sich wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, mit mir das alles zu machen. Was wirklich super war. Aber leider konnte ich nicht filmen. Das Maximal, was ich gemacht habe, war ein Foto machen. Und zwar dieses Foto hier. Genau, die habt ihr bestimmt gesehen. Habe ich schon ein paar Mal gepostet gehabt. Das war ein Zetto. Aber warum ich jetzt auf dieses Thema komme, ist, weil die haben dort sehr viele Infinitis Q50 und Q60 gehabt. Und kam zu einem Gespräch, der Q50 und Q60 haben
VR30 DETT, also ein V6 Motor. Ist wie ein Mini GTR 35 Motor. Und die haben mir erzählt, dass gibt einen riesen Markt dafür hier. Und man kann schon mit Serien-Sachen aber 600 PS pushen. So, warum kommen wir auf dieses Gespräch? Weil steht so ein Denk. So, Infiniti Q60, wie gesagt, weil es ein zweitüriges Q60 und hatte V6 Biturbo. Gut, ich weiß nicht, was das Auto hier alles hier hat. Z1 Motorsport, das ist ja bekannt hier in Amerika für deren Sachen. Aber das ist auch übrigens der neue Motor, das im 400Z drin ist. Deswegen ist vorhin gefahren, der ist verdammt schnell. Die zeigen heute hier keine Zeiten leider, aber ist richtig geil, richtig schnell gefahren. Jetzt zeige ich noch was anderes. Oh, noch ein Sari, Fokus. Das ist ein G37, also Infiniti, auch Infiniti. Ja. So, aber ich wollte euch noch was anderes zeigen. Das ist hier typisch Texas, einfach da. Damit ihr seht, das fast so hoch wie ich, das ist ein Motorhaube. Aber, damit es nicht langweilig wird, gibt es noch was anderes hier. Ein tiefer gelegter Pickup und danach ein mega hochgelegter Hammer. Also das ist so, ups, guck mal, das Ding ist, der Scheinwerfer ist bestimmt nicht hoch. Okay, ob das hübsch ist oder nicht, das lässt sich jetzt jeder entscheiden. Gut. Hier noch, wie es hier aussieht, hier abends, wie gesagt, jetzt ist kurze Unterbrechung, weil ein Auto hatte ein bisschen Öl verloren. Und alle diese Pickups fahren mit. Ne? Ist alles V8, teilweise sind Turbo, oh sexy. Ford Raptor hier auch noch am Start. Und diese Evo ist auch gefahren, ist auch gar nicht mal so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Er fuhr richtig gut mit Allradstart und allem drum und dran. Auch sehr cool. Ja, das war's also für euch, das war's. Ich werde hier noch ein bisschen bleiben, ein bisschen gucken, wenn was Cooles kommt, dann filme ich. Zum Beispiel das Ding hier. Aber wenn nicht, wird der Video super lang und wird es dann irgendwann noch langweilig, glaube ich, weil man nicht so gut filmen kann. Samstag. Ich bin hier in der Shop mit den Jungs am Schrauben und dann V8. Just documenting a little bit that you are. This is for a Mustang. Yeah, 91 horsepower. That looks like a Honda engine. It is, the B16. Nice. Or B18 with a B16 head. Oh ja, das ist Frankenstein Motor. Yeah. Und ich arbeite an dem Truck da. Wir machen ein bisschen Elektrik. Die haben gefragt, ob ich Bock habe. Ich habe immer Bock auf Elektrik. Und deswegen American Power. Ha! Oh, da bin ich wieder. Sonntag ist das jetzt hier. Es sind 20 nach 5. Und heute gibt es wieder 4. Mal Rennen. Also hier Test and Tune. Heute ist aber die Strecke ist die Strecke geklebt. Am Freitag, was ihr gerade gesehen habt, war nicht geklebt. Und das ist so, dass heute der Mike und sein Sohn bringen den Rennauto raus und werden heute hier fahren. Erstmal geplant sind 3 Runs, also bedeutet 3 Mal die Strecke runter, weil die sind noch gerade dabei, die NOS einzustellen. So, ich bin jetzt hier drin, ich fahre jetzt hier rein, Parkplatz. Ich war heute nicht so cheap und habe ich heute VIP-Parkplatz gekauft. Was kostet hier reinkommen? 25 € kostet hier reinzukommen, um hier dabei zu sein. Das ist der Trailer vom Mike.
Das Problem ist, ich habe keine Halterung für das Handy mal wieder oder immer noch nicht. Nächstes Mal muss ich was mitbringen. Ich werde jetzt hier mithelfen und ich versuche zu filmen, was geht. Was nicht geht, geht halt nicht. Oh, you want to straight up? Yeah, we don't want to take them to this spot. If you want, if you want to stay on the line or you want to go all the way No, further? we just want to be in line. I was over too far that way. I don't like that. So we're gonna put the race car here. Yeah, I was. Blocks the sun, Yeah, okay. so it's not so bad. Yeah, because the sun will heat up the tires, right? So of one side. Right. Again, if you want, I can put my car away somewhere else. No, it's fine. You're all right. You know, do you want to put it over there? I can do it. Yeah, of course. Put it right next door. It's easier. Ja, die Aufregung steigt. Ach, das Auto zeige ich noch nicht. Nee, Spaß. Lass uns von hinten schauen. Ein Honda. Hey Mike, just tell me what I have to do. Just tell me what I do. What should I do? rotating here. Where's the strap and the bolts? Hang on. I got it. This goes on. There's a line. Wheels are straight. This is straight up. Right here. Oh, okay. I got it. Okay, but all you do is push it on, pull it back, and it locks. Then it will lock. Okay. And when you take it off, Okay. quick release. Oh, baby. There we go. All right. So now, this is your line lock. Okay. Okay. The button on the handle is your trans brake. Okay. So, this is your electric shifter. You have to play with any of that. No, I know. That is, When you get up to the line, when you get you in the water, Mm-hmm. what you're gonna do, we're gonna bring you up to the edge of the water. You're gonna pump the brakes, and you're gonna press this button that locks the front wheels. Okay. That down in first gear. Okay, pull Yep. on it, you can shift it. All right, go ahead and pull it all the way down. Keep going.
pull, like, all the way, let go of the handle. Pull down. Oh, There okay, you go. this is no, okay. It's a safety. Yeah, So that's first. so don't go in second. And then when you're doing a burnout, you're gonna you're gonna watch your RPMs go up to 6. You do second gear. Okay. Okay. Then it's locked. That's neutral. You can't get in reverse until you pull on this. Okay, cool, okay. You pull on that. It's important to know how to get reverse. When Yes. you burn out, you're going to have to come back. See, you gotta, see here, that locks it, unlocks it. There's reverse, that's park. We're gonna back the car up, you have to pull on this, out. Neutral. So I have first, second, neutral, reverse. Right, Okay. But you have to push the red down to yeah, get reverse. to get reverse. To get reverse and to get park. So now it's in park, okay? Okay. Very simple. May I try again? Go ahead. So I'm on first. This is second gear. Yep. That will be neutral. Neutral. Hey, go ahead, Dad. Turn on that nitrous heater boat, wherever that is up there. Yeah, we got turned on it and let Okay, it go. no. It's already charged. While it's charged, I'm going to go ahead and warm up the bottle. All right, So, wherever I got it turned on. That will be neutral. All right, the middle switch. middle. Yeah, the red one. That's This the one? nitrous bottle. The other one is the headlights. Check out the headlights. The blue one is the headlights. Pull up on the headlights. That's Okay. the headlights. Yeah, they're on now. I'll put some floodlights on here. I saw it. When we were, I was able to clean this window better. Are you? it's perfectly fine. Yeah, it's good enough for now. Two. Hey. Yes, sir. What? The red switch is supposed to be in the bottle heater? Yeah. It'll come on. Okay, I'm not feeling no heat yet. Well, it'll warm up. It Right. should. As long as it's, well, you turn the ignition switch on. No. hear that? No, she's hot. Mm. Yeah, that's hot. I don't know. I think take a few seconds. Oh, and did Dad tell you about the tree? No, not Friday yet. night we had national tree. This tonight we're not running national. So it's like what is Pro Tree? So it's Yeah. red, Three drop. free drop. 3 drop. You gonna go green? Yeah. Drop. Yeah, when you get into 2 lights, then it goes yellow, and then it's go. Yeah, okay. Don't worry about getting good reaction time. I just want you to feel good about launching this bitch. Okay? So When you get to the line. so I get when I stage in, Right. I get the yellow and I get go. Okay. First, yellow light. Yeah. Then the other guy yellow. Yeah. First yellow light. Then you put your foot on the brake. Left foot. Yeah. Okay? And then what I want you to do is I want you to gas in with your left foot on the brake until you get a second yellow light. As soon as you get a second yellow light, your hand's got to be on the trans brake. Okay. As soon as your hand is like this, you hear that? Yeah. It's activating Okay. the gearbox. You have to stomp the gas to the floor. Okay. And as soon as that light goes green, I'll let it you go. let go of that button and it launches like a Like a rocket crazy, ship. like a maniac. Yes. Okay? You'll be fine. So that's I just want. So first high gear, that will be neutral, and I have to press it down, and I'm a reverse, and now I'm park. Right. Okay, Easy. easy. All right. So I got a jacket for you. He's Yeah. got his. Will probably fit you better. We got 2 helmets. So pick Cool. whichever one. What's the matter? Is it not working? What? I just tried the bottle out. Does the bottle work? No. I had to check the review. Is it working? I don't feel no heat coming out of it at all. no, not yet. Still not on. Should be hot. It should be. We were supposed to hear the relay clicking, right? Yeah, it should have already come on already. So it will be the red one, right? yeah. But it's clicking. Is it? It is clicking. If you put the finger Yeah, on no, it. it's on. Look, Is it coming on? it's already at the 900 already. Yeah, it was Well, I mean, I barely feel. That's okay. any We heat, don't have to So. because it's already registered 900. Leute, ich darf es Auto fahren. See? All right. As long as you're happy, I'm happy. No, yeah, we gotta be in the green. When we launch, we gotta be in the green. Yeah, I know. Can't be cold. All right, you want to? Let me have that adjustable. I'll take that over the line now. Well, we have 2. Let me have another adjustable.
We got, Ich habe gerade we're just die, gonna do the bonfire. die Ehre bekommen, das Auto der erste Run zu fahren. Also ich wäre das Ding jetzt hier auf der Rennstrecke runterbritzeln lassen. Aber wir machen bei mir ohne NOS, weil ich das Auto gar nicht kenne. Ich bin noch nie so ein Auto gefahren. So einen Reifen auch nicht. Geklebt noch weniger. Deswegen wird wahrscheinlich heute für mich eine mega Erfahrung sein. Ich bin schon aufgeregt. Ja, ohne Quatsch, aber geil, aber geil. So, jetzt muss das Auto zu der Tech Inspection, also quasi zu der Überprüfung. Das passiert jedes Mal, egal wie oft man hierher kommt. Es gibt die Regel, das Auto muss jedes Mal getestet werden. Obwohl heute keine Rennnacht ist nur Test in Tune, also ist kein offizieller Event, so meine ich das damit. Yeah, I think whatever you want. Can you erase it? It's not 050, so you can make it a PTNT. Hell yeah, we're just gonna leave those on there. Yeah. And let, You just run with it? That sounds good with me. It's a PTNT. That works. Hell yeah. is it on the back? Oh yeah, it's on the back. Okay Leute, jetzt ein bisschen mehr in Ruhe alles erklären, was hier los ist. So, der Mike hat mich angeguckt, dachte, weißt du was, wir müssen sowieso einen Pass machen, nur auf Motor ohne NOS. Und warum fährst du das nicht? Boah, was soll man dazu sagen, ne? Klar, lieben gern. Schiss, na klar hat man. Das ist deren Auto, wir bauen ein Auto seit Jahren. Wir wissen alle, wie das ist, so ein Auto zu bauen. Und jetzt sagt er zu mir, Junge, launch that bitch. Also gib alles. Und die Strecke wird gerade präpariert, wie man sieht. Man hört schon, wie es klebt. Und jetzt, was ich mache, ist folgendes. 8. Meile. Okay? Die sagen alle, dass der Big End, also am Ende, ein bisschen tricky ist, weil man die Kurve nicht sieht. Also nach man zu Ende ist, man muss quasi danach bremsen, klar, ne? Und 180 Grad drehen. Und da sollte es sehr eng sein. Deswegen hat auch dieser andere Scheinwerfer vorne. Genau damit man besser sehen kann. Weil er sagte, vor ein paar Wochen waren die hier am Abend und die können nicht gut sehen am Ende. Man darf nicht vergessen, das ist Plexiglas Frontscheibe. Es ist zerkratzt, ist alt. Das Auto ist mega alt. Gut, und jetzt sagt er ja, dass da vorne, man muss ein bisschen aufpassen. Aha, ich sehe, okay. Man fährt einfach da, wo blau ist, da musst du nach 180 Grad drehen und dann auf die linke Bahn, dass man sieht, zurückzufahren. Und hier an diese Häuschen muss ich anhalten, um danach der Slip zu bekommen. Okay, gut. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie das ist. Also ist eng, bedeutet, ich kann nicht so viel auslaufen lassen, ich muss bremsen. So, heute haben wir hier, glaube ich, das Pro Tree. Bedeutet Stagen, gelb groß. Nee, was? Stagen, also ich muss mir danach nochmal in Ruhe angucken, wenn die an Autos fahren. Aber ist Stagen und danach ist entweder fährt sofort auf grün am Stagen oder wird einmal gelb und dann grün. Genau, ich glaube, das ist so. Ein Stagen, gelb, grün. Also bei grün los. Bedeutet, man hat nicht so viel Zeit. Was sie mir gesagt hat, ist, sobald ich mich eingestaged habe, bedeutet die zweite Bulb, also die zweite Lampe an ist, Brake erhalten, Vollgas geben und danach loslassen und enjoy the ride. Ich hoffe nur, das Auto geht geradeaus und nicht fängt zu tanzen. Leute, geile Scheiße. Ich freue mich echt. Leute, ist eine ganz oben in meiner Bucketlist. Ne? Ich hoffe nur, dass ich irgendwie jemanden hinkriege, das filmt und so vernünftig filmt, dass man auch gut sehen kann. Schauen wir mal. Ich werde vielleicht hier, Brandon ist einer von den Jungs, das hier dabei ist, mit dem Sohn von Mike, mein Handy in der Hand geben, den Run machen und danach werde ich mein anderes Handy mitnehmen und ein kleines Handy, das ich dabei habe, für Arbeit halt. Dann werde ich den mitnehmen und danach nach dem Run versuchen, da zu filmen, wann die Nerven mitmachen. Ne? Gut, ich gehe zurück, ein bisschen helfen mit dem Auto, obwohl ich ja erst fertig. Wir haben noch schnell, die NOS-System war, gab es da ein paar Probleme mit der Elektrik
Na gut, das kann ich. Konnte ich helfen.
gerade aus dem Auto raus, Leute. Es ist alles so schnell passiert, auf einmal war, okay, steig im Auto ein, los. Ich habe da keine Zeit gehabt, um mich überhaupt die andere Handy zu holen an der Kamera. Einfach nur los. Ich war natürlich super aufgeregt. Achtung, die einzige Mal, die ich Auto gefahren bin, war jetzt auf dem Weg dahin. Man muss Lenkung, Bremsen, Gas. Der Gaspedal ist sehr viel nach links und ist schwierig. Ich sitze da sehr, sehr komisch im Auto. Aber ey, hier keine Beschwerde, mega. Und wenn man die Transport gelassen hat, wie das Ding nach vorne gescheppert ist. Alle wisst, dass ich mag mein Skyline GTR über alles, aber geklebte Strecke mit so einem Auto, da hat der Skyline nicht zu suchen. Tut mir sehr leid. Vor die Straße, hier Street Racing, alles gut, aber für sowas, das ist sowas vom anderes, ist Wahnsinn. Mindestens jetzt im Vergleich mit meinem blauen Skyline. Der andere weiß ich nicht, aber trotzdem, ist egal. Das war so eine geile Erfahrung, ihr könnt nicht vorstellen. Ich habe extra gemacht, wie mir gesagt worden ist, nimm dir die Zeit zum Losfahren, versuch nicht die grüne Lampe gleich so gut zu machen, weil dann kann sein, dass ich was anderes verkacke. Ne? Aber ey, wenn du den Knopf loslässt und das Ding losscheppert und ich dachte erstmal, Kopf nach hinten und Auto geht noch kurz hoch, ist nicht viel gewesen, aber allein, dass jetzt die ganze Federung rauskommt und da vorne geht, ey, es ist sowas von genial. Ich weiß, ich quatsch jetzt viel, aber die Adrenalin ist hier unheimlich wirklich am Pumpen. War eine, ich habe kein Wort zu beschreiben. Ich habe einen emotionalen Moment für mich gehabt. Auf dem Rückweg, also ich habe schon die Tränen im Augen gehabt, so wie, war genial. Ne? Ja, ich hoffe nur, was gefilmt worden ist gut. Ich habe noch nicht geguckt natürlich. Jetzt für das Auto vorbereitet für Nitrous. Und danach werden die fahren. Was bin ich gefahren? Ich glaube 6, 8 auf die 8. Meile. Ich bin der Meinung, dass ich aber am Ende im Begrenzer schon war. Der Auto hat nur Low und High Gear. Bedeutet, man muss reinklicken in den zweiten. Und bin aber der Meinung, war im Begrenzer, weil ich bin drin geblieben. Ja, okay, jetzt alles gut. Ja, einfach nur geil. That's pretty much it right there. I mean, that's 12 degrees, so 12 degrees off is a lot, huh? yeah, but it's 2 degrees for every 50 nitrous. Oh, okay, I We got have it. a 208 shot of nitrous. That's 12 Oh, wow. degrees. Yeah, it's actually 270 degrees of nitrous, but you only get a 208 shot. So, all right, well that's it now. So, leider gab es ein Auto, der Motor hat sich ausgebaut während der Fahrt und jetzt sind die beim Putzen seit einer Weile, wird noch ein bisschen dauern, weil die ganze Strecke durch voll mit Öl ist. Aber man packt das Auto schon hier. Damit man nachher einen Spot hat zum Starten. So Leute, ich bin jetzt hier mit Mike. Der hat den Motor gebaut und das ganze Auto gebaut. Mike, first of all, thank you for letting me drive your car. Oh, you're more than It welcome. was a pleasure for me to drive the Yeah, car. more than welcome. Tell me something. So, what is the car? Is this a 77 Chevy Nova. 77er Chevy Nova? Yeah, it's totally been gutted. It's got a 12-point roll cage in it. It has a small block Chevy engine that's been stroked. So how much cubic inches now? It's almost 400 cubic inches, 400. and it pushes out almost 600 horsepower without nitrous. Okay. So, folgendes. Vorne wurde die Front abgeschnitten und ist mit quasi mit fuck, I forgot the name in German. Wait a second. Gitter. You've been in the States too long. Yeah, exactly. 3 weeks away from home. We got to send you Yeah, back, yeah. otherwise you're going to forget how to talk German. So, das Auto hat vorne Gitterrohrrahmen vorne, also die Front wurde abgeschnitten, hinten auch. Hat auch Tubes drin, bedeutet für die Hinterräder. Dann hat er einen Small Bulk Chevy Motor auf 400 Kubik-Inches aufgebohrt. Hatte knappe 600 PS nur auf Motor und mit Nitrous sollte um die 800 sein. Und what was the quickest time to now on the 8 mile? You just did it. Really? All motor. Oh, okay. Ich habe jetzt die Ehre gehabt, nur auf Motor an 6,8 zu fahren, war bis jetzt der Rekord des Autos, weil das Auto wurde jetzt modifiziert und jetzt wurde immer besser.
suspensions? 4-link on the back? 4-link suspension. It's full wishbone. Wishbone? It has an anti-roll Okay. kit in it, and we have what are they? We have I can't think of the name of the chocks we have on the back. 16 adjustable. Oh, adjustable points. Okay. Yeah, Okay. 16-point shocks on the back, and rear end has been narrowed 8 inches per side. It's a 10-bolt Chevy 10-bolt Okay. that comes with the car, and what we did was we narrowed it and we put everything on it ourselves and topped the car. Okay. Ich strecke jetzt wieder auf, was super ist, aber schlecht für uns jetzt. Aber also quasi die hintere Partie des Fahrzeugs ist 4-Link. 4-Link Suspension ist das, was man benutzt für Drag Racing, ne? Das ist 4-Link. Ist sehr bekannt, wer sich damit auskennt, was ganz genau das ist. Danach wurde auch der Breite des Antriebs hinten schmaler gemacht, damit bessere Traktion hat und hat dann 10-Bolt Backend, right? Rear End. Yeah, it's 10-bolt. Man nennt es auf Englisch 10-Bolt Rear End, also quasi 10 Schrauben. Has all good aftermarket parts in it. Und ja, ihr habt ja das Video gesehen, alles was Gutes ist, ist Well, in the dem Auto rear drin. end is built with strange axles. Oh, Stranger, I know those. They're really So good. strange axles are good to the ones that are in it are good to 800 horsepower. Anything after this, we have to go to a 9. Ah, okay. So, das Auto ist komplett gebaut für 800 PS auf geklippte Strecke zu fahren. Gut, wir werden jetzt hier das Fangmotor wieder warm zu machen, damit man auf die Strecke geht. Ich habe einen Auftrag jetzt, während jetzt des Läufers ist immer, ich muss immer die Nassflasche ein- und ausmachen. Alles klar. Hey, heads up. Like on that one. Stay here. Sit by me. Und so geht dann Nacht zu Ende, ein Rennen Nacht zu Ende. Mensch, diese ganze Sprachen. Das ist Brandon. Er hat mich geholfen mit der Kamera. Auch ein riesen Dankeschön an ihn. Thank you very much, man, Hey, for the of course, working thank today. you for coming. Yeah, it was hey, nice. he's a great guy. He run that car really good. He said wheelie. I said, oh, he gone. Thank So, you, man. Appreciate it. Thank you Of for the course. work, Of course, man. sir. Thank you, man. Of course.